was bisher geschah. Gareth said he had to attend to the Normandy's weapons systems. Something about calibrations. Sounds like Gareth. Und so geht's weiter. What do you mean offline? I don't know, she's not responding. I can't access the AI core diagnostics. You better get down to deck 3. Ich will mit Gareth reden. EDI, was machst du? Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on deck 3. Sollten wir jetzt See if you ernsthaft... can get to EDI. I'll check the AI core. Sollten wir wirklich jetzt mit dem Fahrstuhl fahren, wenn die Elektronik spinnt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht in anderen Spielen mit Fahrstühlen. So, auf 3... Sie hat gesagt auf Deck 3, wa? Ich glaube schon. Und der komische Kern war da, wo früher Legion drin stand. Oh. Was wird das hier? Hallo? Geht die Tür nicht auf? Automated systems have the fires contained. It should be safe to enter. We'll follow your lead. Feuer? Wieso denn Feuer? Was? Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. Hä, wieso sollte denn da jetzt Feuer ausbrechen? Müsste EDI sich nicht drum kümmern? Hat die schon wieder irgendein Virus am Gott? Ich raste aus, wenn da Cerberus hintersteckt. Ja. Schön. EDI, talk to me. Wieso haben wir keine Maske? Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? No. EDI. Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Nein. Nein, EDI, was? EDI kann, was? Wie geil ist das denn? EDI kann jetzt rumlaufen. Warte, jetzt wäre natürlich die Frage, kann sie überhaupt vom Schiff runter oder ist das immer noch mit dem hier verbunden? Und wieso wollte sie das? Vielleicht will sie mehr Zeit mit uns verbringen. So, weißt du? Mit rumlaufen und so weiter und nicht nur einfach eine KI im Schiff sein. Erstmal fragen, was passiert ist, bevor wir sie verurteilen. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Aha. Ich schätze mal, es hat sie alles einkalkuliert. Es war trotzdem gefährlich und sie hätte trotzdem jemandem Bescheid sagen können. Einfach nur für Notfall. Es war ein bisschen reckless. Ich meine, irgendwie bin ich happy, aber irgendwie möchte ich trotzdem sagen, EDI, das nächste Mal gibt's uns eine Warnung. EDI, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Sag ich doch, sie will bei uns sein. Ich glaube, sie möchte ein richtiger Teil der Crew werden, obwohl sie das eigentlich vorher auch schon war. Für mich gefühlt zumindest. Aber wir sollten das Ganze vielleicht testen in einer kleineren, harmlosen Mission oder indem wir sie irgendwo mitnehmen, auf die Citadel zum Beispiel oder so. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can, then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew's a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Ich glaube, der wird happy sein. On that we can agree.
Oder auch nicht, aber ich glaube, die beiden sind richtig dicke Freunde mittlerweile geworden. Von daher könnte schon sein, dass er jetzt happy ist. So, hast du vielleicht was zum Vorfall zu sagen? Was that EDI who just walked by? Yes, it was. Joker is going to have a field day with this. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. So, ich werde auch noch zu Joker gehen. Aber erstmal möchte ich ehrlich gesagt mich hier noch ein bisschen umsehen. Vielleicht mit Learin und vor allem Garrus besuchen, der 100%ig da hinten wieder ist. 120%ig ist der bestimmt da hinten. You're positive you don't want to come over and talk? No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus? I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. Ah, der klang so traurig. Sei nicht traurig, wir sind gleich da. Broker-Terminal? Oh, das ist was Neues. Das ist noch nicht grau. Ich lese mal eben vor. Allianz Verhörprotokoll, Cerberus-Agentin. Allianz-Befrager 1. Igitt, sehen Sie sich die Implantate an, die sie im Gesicht hat. Psst, sie ist wach. Cerberus-Agentin, unverständliches Gemurmel. Hallo, wissen Sie, wo Sie sich befinden? Unverständlich. Ist Ihnen klar, in was für Schwierigkeiten Sie stecken? Hey, ganz ruhig, hören Sie. Sie stecken wirklich in Schwierigkeiten, das will ich Ihnen nicht leugnen, aber da lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Wenn Sie uns helfen können... wenn Sie uns helfen, können wir... Große Explosion, Gewalt, Blut, Mord, Totschlag. Ah, alles okay? Ja, aber verdammt nochmal, sie ist tot. Was? Die ganze Vorderseite ihres Gesichts ist weg. Sowas wie eine Granate im Auge? Oh Scheiß, ob die bei Cerberus alle so ausgerüstet werden? Willst du mich verarschen? Die haben eine Granate... Habe ich davon nicht schon mal gelesen? Hatten die nicht irgendwas? Doch, ich glaube, davon hatte Morden irgendwas erzählt. Aber war das eine Granate im Auge? Nee, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin der Meinung, Morden hatte uns was Ähnliches erzählt. Mit Cerberus-Agenten und irgendeiner Modifikation. Haben wir hier noch irgendwas Upgrade? Achso, nee, das ist das, was ich schon hatte, wa? Okay. Wie viel Geld haben wir? 54.000. Verdammt, ich will die scheiß Sniper kaufen können. So, Liara, hallo. Something on your mind? Just old memories. I spent a few weeks on Palvin's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palvin from its moon, I saw those same mountains burning. Ich will sie in den Arm nehmen und knuddeln. Ich finde es aber schön, dass man nicht wirklich immer... Das ist ein bisschen spät. Ja, dass wir nicht die immer selben Dialogoptionen haben, sondern dass sie einfach so ihre Gedanken kurz freien Lauf lässt, so ähnlich wie es auch Kazumi und Said beim letzten Teil gemacht haben. Das finde ich tatsächlich eine nette Abwechslung. Ich hoffe, dass sich das tatsächlich ein bisschen abwechselt. Two of our dreadnoughts have been lost in a matter of hours. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's her. She's an old friend of Urdnot Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. I'm sure it will, sir. Ich weiß nicht, sei mal nicht zu sicher. Ich meine, Rex ist deutlich vernünftiger als die meisten Kroganer, die wir kennen. Ich frage mich übrigens, was Grunt gerade macht. Ich weiß nicht, ob er so weit gehen würde für uns. Wir müssen mal gucken. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Can't argue with that. Yeah, so, is this the part where we shake hands? Wasn't sure about the protocol on reunions, or if you even still felt the same way about me. Aww. The scars are starting to fade. I remember they drove you wild. But I can go out and get all new ones if it'll help. Niemals. Niemals. Nein. Wir auf jeden Fall, ja. Ui. Wir dürfen es weitermachen. Das ist ernsthaft noch eine Option. Ich dachte, wir müssen jetzt in jedem Teil irgendeine neue Romanze beginnen. Aber wenn wir das mit Garrus weitermachen können, wäre ich sowas von glücklich. I haven't forgotten our time together. Well, I've been doing some more research on human customs. I didn't want...
That's the protocol on reunions. The vids mentioned it might go something like that. I had hoped it would. I mean, I didn't know if... I can't promise how things will work out. Not with this war. But I missed you, Garrus. I thought about you a lot. Glad to know my romantic, skills made an impression. Because it's going to take more than Reapers to come between this cross-species liaison. Speaking of which, you said you're the expert advisor on Reapers now? It's not as impressive as it sounds. I ruffled some feathers, so they gave me a token title, along with a token task force, so I'd shut up. How'd you manage that? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Ich bin gerade dahingeschmolzen bei diesem Gespräch. Das ist ja so süß. Oh mein Gott. Aber wir waren ja nie wirklich ein abtrünniger Spectre. Oder? Also, ich meine, wir haben nicht immer nach den Regeln gespielt, aber als abtrünnig würde ich uns jetzt nicht bezeichnen. Aber dennoch, es wird nicht einfach, es wird vor allem nie einfacher. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, we're in this together. And if it ends with both of us dying in a giant explosion taking out a Reaper, remember I took the kill shot. Something else you want to talk about? Ich glaube wohl kaum. Was, das ist schön. Oh mein Gott. So viel mehr persönliche Dialoge als im zweiten Teil. Mein Herz pocht wie wild. Ich bin so happy gerade. Ja, wichtig wäre aber auch, finde ich, zu wissen, was mit seiner Familie ist. Vielleicht erzählt er auch was von seiner Mutter. You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long's it been since you heard from them? Long enough to be worried. Ja, ich weiß nicht. Das klingt so... Mach dir keine Sorgen, wird schon nichts passiert sein. Das klingt sehr nach einer Floskel, aber was soll man sonst sagen an der Situation? I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. Pretty soon, blind hope is all we'll have left. And I hate being blind. Das kann ich wohl verstehen. Unsere Siegeschancen sehen nicht gut aus, kann ich jetzt schon sagen. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in C-Sec. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. Ja, aber das bedeutet, dass auch die komplette Verantwortung jetzt auf unseren Schultern lastet und jede falsche Entscheidung alles einreißen kann, was wir bis dato aufgebaut haben. Und wow, wir sehen mittlerweile, dass Shepard auch ein bisschen Selbstzweifel aufbauen hat lassen. Ich glaube, das soll dieser ganze komische Traum mit dem Kind da andeuten. Und von daher, After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. Ja, aber wir müssen zumindest probieren, so viel zu retten wie möglich. Dies ist, ist das wirklich menschlich? Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht von besonders netten Menschen. Ich glaube, dass viele Menschen tatsächlich eher ihren eigenen Arsch retten wollen würden. Aber na gut. Sind wir mal der ideale Mensch in dem Moment und sagen, wir wollen alle retten. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for C-Sec, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his.
So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector Base. Eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, es drückt beides hier so ziemlich dasselbe aus. Ich glaube auch nicht, es ist schon ziemlich krass. Wenn man das jetzt erzählt bekommen würde als Außenstehender, der das gar nicht so mitbekommen hat, weil wie auch, wenn du nicht mit in Shepards Crew bist, klingt das alles sehr fantastisch, glaube ich. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at CSEC, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming. I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. So wie er klingt, gab es nicht wirklich Ergebnisse. What'd you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. Scheiße. Wir haben das ja zuletzt gefragt. Ja, und jetzt sind wir noch bei Primarch Victus. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. Oh, könnte er irgendwann eigentlich in die Reihe kommen? Ich weiß ja gar nicht, in welchem, weißt du, welcher Spalte er derzeit steht, weil die gehen ja immer einfach weiter runter, der Rangfolge entlang. Weil es muss ja offensichtlich immer einen Primarch geben. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of secession are you these days? Let's not go there. Ah. Why not? I've seen you in action. Think about it. Primarch Vicarian. Honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Your confidence is inspiring, but it'll have to be someone who knows how to hold a hammer. Oh, ich glaube, er hat an der Stelle vielleicht ein wenig zu wenig Selbstvertrauen, weil ich glaube, er könnte dafür gut geeignet sein. That's all for now, Garrus. But stay close. We've got some catching up to do. You know where to find me. And this time, I can afford the good stuff. There are a few perks to being an expert Reaper advisor. Deal. Schön. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Schön. Ah, ich bin so happy. Das war ein schönes, langes Gespräch. Das war ein wirklich schönes, langes Gespräch. Good to be back on board, Shepard. Musst du jetzt wieder It's kalibrieren? nice to see Liara again. I actually missed this place. Sieht ein bisschen anders aus. Somehow, I always knew I'd see the Normandy again. Maybe later. Ah, schön. Wahrscheinlich wird er mir jetzt wieder für den Rest des Spiels sagen, dass er gerade wichtige Dinge zu kalibrieren hat. Und das war unser letztes Gespräch für die nächsten 27 Stunden oder so. Aber na gut, damit würde ich auch leben können, weil das einfach ein schönes Gespräch war. So, wir gucken mal, ob sich hier irgendwelche Leute... Nein. Ich habe ja jetzt im Prinzip EDI dazu bekommen, ne? Also es klang so, als ob sie jetzt Teammitglied ist, dass wir überall mitnehmen können. Und Garrus, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gerade auch nicht, warum ich die Räume ablaufe. Das ist einfach a habit geworden nach dem zweiten Teil. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es schön. Das ist wahrscheinlich ein Monumentum für die ganzen Leute, die auf der Mission mit uns waren und gestorben sind im Verlaufe von Teil 1 bis Teil 3. Aber irgendwie auch traurig, wenn du dran vorbeiläufst. So, egal. Wollen wir das einfach mal ignorieren? So, wir haben jetzt... Shuttle-Bucht brauche ich nicht. Maschinen... wir haben... Doch, wir könnten eigentlich mal mit den netten James nochmal reden. Müsste hier nicht noch ein Typ stehen? Hier? Der Typ, der ein... Ach, hier. Hallo.